Jetzt kommt der Wind langsam. Die Thermik setzt ein. Mal schauen, was der Nachmittag noch bringt. Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report aus Griechenland und zwar vom Thermik-Hotspot Agios Nikolaos. Da ich hier etwas länger war, habe ich euch am Ende des Videos noch 2 Bonustipps zum Spot angehängt. An diesem Spot ist alles an Wasser- und Windfreuden möglich und der Juni ist eine Top-Reisezeit, was die Windausbeute angeht. Wir sind von Köln mit dem Kastenwagen mit der Fähre von Ancona aus nach Igoumenitsa angereist und haben ein paar Tage auf Lefkada Halt gemacht. Das Video beschränkt sich auf einen reinen Spot-Report, da wir keinen Flug oder Unterkunft gebucht haben. Lefkada und Umgebung hat einige tolle Kite- und Windsurf-Spots. Der südlichste Spot, Vasiliki, ist ein reiner Wind- und Wingsurf-Spot. Unser Schauplatz befindet sich im Norden Lefkadas, wo insgesamt 3 Superspots nah beieinander liegen. In diesem Bericht schauen wir uns den für mich schönsten Spot, Agios Nikolaos, der sogar etwas außerhalb der Insel auf dem Festland liegt, an. Die vorherrschende Windrichtung ist im Sommer ein thermischer West- bis Nordwestwind, der ab ca. 14 Uhr einsetzt. Der Wind kommt also wunderbar gleichmäßig seit Onshore angeblasen. An Wasserspielzeugen ist hier alles erlaubt und möglich. Nur die Lagune ist so flach, dass man maximal mit einem Twin-Tip-Kitesurfboard hier fahren kann. Da der Spot recht einsam liegt, gibt es nur wenige Unterkünfte in direkter Nähe. Dafür hat es aber eine super Kiteschule und eine Beachbar. Gehen wir aber mal mehr ins Detail und schauen uns den Spot im Echtbild an. Hier alles auf einen Blick. Beachbar, Kiteschule, Parkplatz und der tolle Strand. In der Draufsicht habe ich nochmal das WC und den Duschplatz eingeblendet. Schauen wir uns aber den Spot nochmal in der Totalen an. Der Bereich mit den Sonnenschirmen ist der Schwimmerbereich, der nicht befahren werden darf. Und jetzt ein kleines Porträt, was sich Idas, der Besitzer hier, über die Jahre aufgebaut hat. Hier fehlt es an nichts. Tolle Beachbar, internationale Kitelehrer, tolles Material und der Chef hilft an allen Ecken. Der Spot ist für alle Könnerstufen gut geeignet und gerade diese lange Sandzunge mit dem sanft abfallenden Strand und viele Meter Stehbereich ist ein ideales Schulungsrevier. Man sieht, Anfang Mitte Juni ist es noch übersichtlich, was sich an Surfern auf dem Wasser tummelt. In der Hauptsaison ist hier aber ordentlich mehr los und man muss Glück haben, überhaupt noch einen Parkplatz hier zu finden. Da die Wasserfläche aber riesig ist, verläuft sich die Masse an Surfern wieder wunderbar im Meer. In den Sommermonaten setzt der Wind so gegen 14 Uhr ein und bläst bis in die Dunkelheit hinein ordentlich durch. Wenn du dir also ein Sunset-Bild beim Kiten wünschst, hier funktioniert es mit Sicherheit. Da der Wind ungebremst vom Meer hereinkommt, ist er schön gleichmäßig und entspannt zu fahren. Um dir den Spot aber noch näher zu erläutern, nehme ich dich jetzt einfach mal mit aufs Wasser. Ich starte an der Kiteschule und schaue den Anfängern erstmal beim Üben zu. Jetzt geht es weiter raus und siehe da, hier ist auch schon meine Freundin Anja mit ihrem Windsurf-Material am Start. Ja, Wellenjunkies haben hier wirklich Pech, denn nur nach großen Stürmen kommt hier mal ein bisschen Shorebreak rein. Jetzt mache ich mich mal auf den Weg in die Lagune, hinter der Langzunge. Hier findest du den Flachwassertraum mit ausreichend Platz für all deine Freestyle-Skills. Durch das der Boden innerhalb der Lagune bestimmt einen halben Meter mit dahinfaulendem Seegras bedeckt ist, solltest du eine Klammer für die Nase nicht vergessen. Hier stinkt es nämlich erbärmlich. Wir haben uns bewusst für kleine Surfpausen entschieden und diese schöne Insel ausgiebig bereist.
haben aber natürlich auch das Glück, mit einem Camper unterwegs zu sein. Die 2 schönen SUP-Touren, die wir hier gemacht haben, findest du auf meinem YouTube-Kanal. Auch die Kite- und Wingfoiler kommen in diesem Revier voll auf ihre Kosten. Jetzt mache ich mich langsam mal wieder auf den Rückweg und schaue den Jungtalenten noch ein bisschen beim Springen zu. So, jetzt wie besprochen die 2 Bonustipps. Tipp 1. Wer keine Lust auf die Lagune hat, aber trotzdem Flachwasser liebt, der findet in der oberen Ecke des Strandes noch einen Bereich, der bei Nordwestwind schönes glattes Wasser garantiert. Tipp 2. Wenn die Thermik noch nicht voll am Start ist, aber du trotzdem einen Bereich zum Höhelaufen suchst, findest du hier am anderen Ufer, man sieht es, wie sich das Wasser kräuselt, einen Bereich, in dem du meist 1 bis 2 Knoten mehr hast als im Rest des Reviers. Hier in der Perspektive siehst du sogar noch die anderen Kitespots von Lefkada Nord. Ich hoffe, euch hat mein Report gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot Report.